Moin und hallo. Moin. Wir haben was hier entdeckt in Bielefeld. Wir sind hier in einem BMLT 87 von Hymer. Das ist ein teilintegrierter auf Sprinter. So, und was ist hier aufgebaut? Guckt euch das an. Das sind die Sprintersitze. Und hier drauf 3 Kissen, nochmal 3 Kissen. Und man kann sich im Fahrerhaus so richtig gemütlich machen. Das ist ein Lounge-Umbau. Aber das ist der Hammer. Guck mal, jetzt hat man hier fast eine ganze Rundsitzgruppe. Oh, ist das nicht herrlich? Also ich muss dazu sagen, wir haben letzte Nacht nicht so gut geschlafen. Ich habe das gesehen, habe gesagt, ich muss mich mal hier drauflegen und ausprobieren. Und es ist echt der Hammer. Ich zeige erst mal, wie das Ganze aussieht. Das ist hauptsächlich alles mit Klett gemacht und Füßchen. Hier drunter sind Füßchen für die Stabilität. Und dann habe ich das entdeckt. Ne, es sind ja immer hier diese Wackelarmlehnen. Dafür dieses Band, dass man dann noch hier hinten die Stabilität für das Kissen hinten quer hat. Also das ist schon ganz schön durchdacht. Du solltest vielleicht ein paar Worte noch dazu sagen. Wir haben hier einen Umbausatz. Das ist ein Ja. Polster-Umbausatz, Ja. mit dem du aus den umgedrehten Fahrer- und Beifahrersitzen vorne eine Lounge bauen kannst. Und diese Lounge, da kannst du nicht nur dich drauf lümmeln, nein, du kannst damit auch Betten verbreitern. Ne? Ja. Wenn sich hier an den Fahrer- und Beifahrersitz eine Sitzgruppe anschließt, die nachts zum Bett umgebaut werden kann und so weiter, dann kannst du aus dem Querschläfer zum Beispiel einen Längsschläfer machen. Der Hauptgrund, warum wir uns das heute angucken, ne, Noah hat ja gesagt, sie hat schlecht geschlafen letzte Nacht und jetzt kann sie sich hier so richtig vorne hinlümmeln. reinlümmeln. Ne? Und der Wagen erhält ja auch mehr Länge dadurch. Ja. Wohnraumlänge. Ja. Eine Kuschelecke für Nora. Ja, und ich fühle mich auch so ein bisschen sichtgeschützt hier hinter. Und ich kann noch drüber gucken. Ich sehe alles. Das finde ich gut. Na, ich muss mal aufstehen. Ich muss das mal zeigen. Ist natürlich der Kritiker, fragt sich natürlich, oh, ich muss wieder was mitschleppen. Ich habe jetzt so daran gedacht, wir haben ja jetzt auch Winterzeit. Ich finde das im Winter toll. Du tust das in Taschen. Und sagen wir mal, du lässt im Winter deine großen Stühle zu Hause. Guck mal, jetzt kannst du dich zum Beispiel richtig hier hinlegen. Das finde ich gut, wenn ich jetzt hier noch ein Kissen habe. Also ganz ausbreiten. Hier drunter sind Füße oder Beinchen. Ich zeige euch das mal, wie das auf diesen Beinen steht. Das sind insgesamt 1, 2, 3, 4. Und natürlich hier hinten drunter auch noch mal ein Beinchen. Das ist nämlich richtig stabil, das Ding. Ja. Hier. So, da ist Klett, hier drunter ist Klett unter den Kissen. Hier seht ihr, da ist Klett, hier ist Klett. Und das ist länglich, das reicht so, dass ich dadurch auch die beiden Kissen verbinde. Ja, ja. Ja? Dass die zusammenbleiben. Das sind Das Stützen ist ja und die ganz- bringen die Stabilität. Ne? Genau. Und das kann man hier auch noch ein bisschen drehen. Und dann macht man es je nachdem, wie man es braucht, wieder hier drunter. Ja, du kannst die Beinchen unten rausdrehen, ne? Dann Genau. verlängern. Ja. Das ist, damit du das verschiedenen Sitzen Ja. anpassen kannst. Ne? Gibt es übrigens für Wohnmobile eine ganze Reihe Modelle schon. Ja. Es gibt es für den Sprinter, es gibt es für den Fiat. Da müsst ihr einfach mal nachfragen, was ihr für ein Modell fahrt. Ich muss das zeigen, weil das ist natürlich, es nimmt etwas Platz weg. Das ist klare Sache. Es gibt 2 Taschen dafür. 2. Das heißt, Oh, das sind große Taschen. große Taschen. Einmal für die Rückenpolster und einmal für die, das ist ja der Stuhl, 1, 2, 3 und für die Sitzpolster. Die müssen natürlich irgendwo verstaut werden. Ja. Und ich sagte ja eben schon, ich finde das, glaube ich, wir haben jetzt im Winter zum Beispiel nur unsere kleinen Klappstühlchen mit. Ja. Es regnet viel, wir haben November und ich lege mich ja nicht mehr draußen mit Fußteil hin. Je nachdem, was du für ein Fahrzeug fährst. Fährst du natürlich ein 8 Meter, 9 Meter Fahrzeug, denke ich mal, ist das überhaupt kein Problem, Nö, diese du- beiden Taschen in deiner Garage Ja. unterzubringen. Ja, wir haben ja kaum was in der Garage. Wie du Jetzt, sagst, Stuhltisch, ne? solche Geschichten haben wir jetzt. Genau, Und auch bei wenn den ich die Wintertouren. Fahrräder hätte, könnte man die dazwischen Ja. propfen und was weiß ich. Und jetzt liegen sie hier leer, hier vorne im Fahrerhaus. Stört ja auch keinen, wenn man das benutzt. Also ich fand das jetzt eine ganz gute Geschichte. Ist von Happy Lounge das Cockpit Sofabett. Und da gibt es natürlich auch eine Webseite, happylounge.camp. Schreiben wir aber unten noch in die Videobeschreibung. Und wie gesagt, ihr müsst dann nur angeben, was für Sitze ihr habt, was für ein Fahrgestell
Und dann taucht auch auf der Seite übrigens eine ganze Liste aus von Wohnmobilfabrikaten. Also ist schon gar nicht schlecht. Ja, und wir sind hier in Bielefeld bei der Firma Palmowski und die bieten das natürlich auch an. Ja. Vertrieben wird das Produkt über Wohnmobilhändler. Ja. Ich hole die mal wieder. Also ich finde das richtig klasse. Magst du jetzt auch mal mit hierher kommen? Ich finde das gut. So, eins so. Siehst du, und jetzt kann ich hier. Also da ist schon eine Idee. Also die Polster sind sehr gut. Ist also schon Qualität. Du, das ist jetzt wie eine Heckgrundsitzgruppe. Ja, herrlich. Das ist echt der Knaller. Ich setze mich hier hin. Ich muss rausgucken. Ha, ich finde es herrlich. Mann, ey, das ist Komm. aber ein Platz jetzt hier. Ja, Oh, ich versinke hier richtig. ist gut. Das ist ja cool. Und sehr fest. Weißt du, was mir auffällt? Dass das sehr fest ist, das Polster. Also das ist Ja. nicht schlecht. Und ich habe gedacht, es macht dadurch, dass hier alles, ne, und auch diese Beinchen mit Klettverschlüssen hier verbunden werden mit den Polstern, dass das Geräusche macht, wenn ich mich hier bewege. Nö, Macht es nicht. Das sind ja Matratzen. Ja. Das sind ja Matratzen. Nein, die hier, die Ach, die Verbindung Klettver- zwischen Fuß Nö. und Polster, Ja. das macht kaum Geräusche. Nö. Und vor allen Dingen, das ist ich finde es ja ein riesen Raumgewinn. Ne? Ja. Guck mal, du hast ja sonst die beiden schmalen Sitze hier vorne, Fahrer, Beifahrer. Jetzt hast du eine durchgehende Bank. Also das ist schon klasse. Die Frage ist, ob man Platz für sowas hat im Auto. Ne? Ja. Zum Transportieren. Ja. Die Idee an sich finde ich Ich finde die voll genial. gut. Ja. Wie gesagt, wir sitzen in einem Sprinter und Fahrerhaus jetzt hier Ja. und es funktioniert Ja. klasse. Der kleine Sprinter Der kleine hat Sprinter. so viel Platz zum Sitzen. Ja, Knaller. ist gut. Ich muss noch was dazu sagen. Wie gesagt, 2 Taschen. Ja. Zusammen wiegt das Ganze 14 Kilo. Es gibt es in S und in M. Genau, je Größen. nachdem. Und das ist abhängig von dem Fahrzeug, das man fährt. Genau. Und ja, welches Modell passt und so weiter, das könnt ihr alles auf der Webseite nachlesen. Im Orange? schlimmsten- Orange wäre auch nicht schlecht. Orange wäre nicht schlecht, keine Frage. Happylaunch.camp. Happylaunch.camp. Ja, habe ich richtig gemacht. Aber ich fand, das muss man mal zeigen, weil ich finde Ja. die Idee gut und es ist richtig bequem. Und es hat einen Nutzwert. Es hat einen Nutzwert. Nicht nur schick, es hat einen Nutzwert. Ja. Ne? Schick ist das hier. Velour. Weißt du, in was für einem Auto wir hier sitzen? In einem Hymer BML T87. Ja, aber in einem ganz besonderen. Ich weiß. Das ist die Desert Yacht Edition. Desert-Yacht. Desert Yacht. Ach ja. Für den arabischen Markt. Der Wagen, der ist echt, da steckt wieder so viel Arbeit drin. Okay, das ist ein anderes Thema. Farblich haben sie es gut gemacht, ne? Ja, passt. Oh, so. Oh, herrlich. Also ich bin ja echt am Überlegen, ne? Ich bin ja echt am Überlegen. Wenn Bertel schnarcht, ne? In unserem teilintegrierten Ach, Hymer als Notbett Crossover, vorne? als Notbett vorne. Ja, aber Mich erstaunt, dass das so stabil ist. total. Ja. Ich habe ist gedacht, weil die Füßchen, ist ja klar, es ist Bewegung drin, die Füßchen stehen nicht alle kerzengerade. Und ich dachte, die knicken weg, wenn ich mich da drauf setze. Aber es Die funktioniert. kannst du ja auch verstellen, die Füße. Ja, genau. Klasse Idee. Ja, Finde ich find's gut. Nora, wie immer zum Schluss die Frage, was kostet denn der Spaß? Der Spaß kostet, und jetzt kommt mein kleines Aber, das ist nicht ganz billig. Das fängt an bei 1.860 €. Es gibt 2 Größen, ne? Ja. M und S habe ich gelesen. Ich weiß nicht, ob es auch L gibt. Und ja, gut, dieses Umbauset oder dieses Launch-Set kostet roundabout 1.900 €. Ja. Ja. Das ist nicht wenig, ne? Nee, das ist schon ein Happer. Ja. Die Idee finde ich trotzdem Die Idee cool. ist toll. Ja. Oh, und ich lege mich jetzt gleich hier noch ein bisschen hin. Genau, wir chillen hier noch einen Moment, ne? Ja. In dem Wagen, in der Lounge. Das war's für heute. Aus Bielefeld. Ja. Bielefeld gibt's doch, wir haben es gefunden. Aber klar. Habt eine wunderbare Zeit.
Lasst es euch gut gehen. Und wir sehen uns. Bis die Tage. Tschüss. Tschüssikowski. Tschüss. Tschüss.